So, Gyros ist ja nun wirklich mal was Feines, Leute. Ich liebe das ja allgemein beim Griechen. Und auch im Nudelauflauf ist das echt lecker. Und da habe ich ein tolles Rezept, weil ihr habt euch ja schon lange was gewünscht. Und dafür tun wir uns erstmal hier ein paar Tomaten klein schneiden. Weiter geht's dann schon mit der Paprika. Und die schnippeln wir uns auch in Streifen. Köpfchen ab, ne? Und dann schneide ich die immer so ein bisschen durch. Und dann das Innere kann man dann super rauslösen. Und immer aufpassen, eigentlich schneidet man nicht zu sich hin, ne? Weil sonst haben wir uns gleich wieder geschnitten. Einfach so ein paar Würfelchen machen. So, und zapp, zapp, fertig, haben wir schon alles geschnippelt, ne? Und jetzt brauchen wir ein bisschen Butter in die Pfanne. Und dann geht schon los, dann braten wir nämlich als erstes unser Gemüse an. Und wisst ihr, heute ist übrigens auch Jahrestag, habe ich mir gerade eben überlegt. Mensch, heute ist der 14. Januar. Vor 2 Jahren habe ich das erste Video hochgeladen, glaubt das, ne? Mein lecker Eierlikör, ne? Den ich damals noch mit dem Handy gefilmt habe. Da an der Seite war so ein Brettle. Dann hat mir mein Mann das hingemacht und da habe ich gedacht, ich mache jetzt mal Eierlikör, ne? Und es war auch noch am Geburtstag von meinem Papa, der leider tot ist, und der hat heute auch Geburtstag. Da muss ich dann immer dran denken. Jetzt habe ich mir gedacht, da mache ich für euch was ganz Leckeres und auch für meinen Papa in Gedenken, weil dem hätte es nämlich auch, glaube ich, echt gut geschmeckt hier. Das Gyros, Nudelauflauf, echt was Feines. Mensch, wie die Zeit vergeht, und wenn ich mir überlege, ich konnte ja überhaupt nicht kochen am Anfang so wirklich. Nee, da gab es auch immer so Paprika-Sahne-Hähnchen und sowas. Da könnte meine Tochter fragen, lacht euch kaputt. Nee, und dann ist das echt alles erst gewachsen mit der Zeit. Wahnsinn. Ja, weil die Handy-Ära war ja dann irgendwann mal vorbei, ne? Weil mein Mann hat dann nämlich gesagt, was machst du da immer mit dem Handy, die Wackelei und so. Und dann hat er dann so eine Kamera rausgekramt, weil der nämlich auch total gerne filmt und auch Fotos macht. Der hat nämlich auch schon mal bei Musikvideos mitgewirkt und hat ein bisschen Erfahrung gehabt, und seitdem ist es erst richtig so gewachsen, Leute. Darum sage ich euch immer, echt bleibt dran, macht weiter, und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, ne, das war bei mir auch so, klappt das? Auch mit dem San Sebastian Cheesecake, das war auch sowas, jetzt die letzte Zeit. Ich habe ja den Kuchen doch gemacht und man dachte, das gibt's, es hat nicht gleich geklappt, da muss man immer dranbleiben und dann klappt das auch schon, ne? Jetzt habe ich hier nebenbei schon mal mein Nudelwasser kochen. Weil die Nudeln müssen wir so ein bisschen al dente vorkochen für den Auflauf. Das hauen wir mal da rein. Aber erst brauchen wir natürlich ein bisschen Salz, ne? Weil immer viel Salz ins Nudelwasser rein. Auf der Packung stand jetzt 12 Minuten. Das heißt, wir kochen die jetzt 10 und das langt dann. Oh, fein. Ich mag ja Griechisch auch gern, ne? Mögt ihr auch gern Griechisch essen oder so? Oder lieber Italienisch? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, was bei euch so gibt, was für landestypische Küche. Also ich mag sehr gern Griechisch, auch Türkisch, und Italienisch steht bei mir schon an erster Stelle. Ne? Aber der Gyros-Auflauf, der ist echt der Knüller, sage ich euch. Jetzt muss ich hier noch einstellen. 10 Minuten haben wir gesagt. So, das Ganze dann mit Salz und Pfeffer noch ein bisschen abschmecken. Und gar nicht allzu lange, ne? So ungefähr, guckt mal, wenn sich hier so ein bisschen Soße bildet, dann kann man dann das Gemüse auch schon mal raus tun aus der Pfanne. Da tue ich das in so eine, oh Gott, ist die schwer, alter Schwede, in der Schüssel rein. Und dann lassen wir das alles so, wie es ist. Und da drin braten wir dann auch das Gyrosfleisch an. Das habe ich mir so beim Metzger gekauft. Und das tut er bloß ganz kurz anbraten, gar nicht zu lange, weil das gart natürlich dann später auch noch durch, ne? Im Auflauf, im Ofen. Ach, siehst du, den müssen wir auch vorheizen, ne? Der Ofen. So, das reicht schon. Dann tun wir das auch da rein. Oh Gott. Ins Schüsselchen. Einfach dazu. Und in dem Fett machen wir dann ein bisschen Soße. Da ist jetzt Milch drin und Sahne. Und das lassen wir erst einmal aufkochen. Und dann habe ich ein bisschen Maisstärke. Da brauche ich noch Wasser. Weil damit tun wir nämlich die Soße ein bisschen andicken. Ne? Schaut mal hier, kurz aufkochen, Milch und Sahne. Wieder runter von der Platte. Und dann rühren wir dann praktisch das mit ein. Ganz vorsichtig. Und dann stellen wir es noch mal kurz drauf. Und dann wird es ein bisschen dicker, ne?
So, während unsere Nudeln da hinten fertig kochen, ne, machen wir uns hier noch ein bisschen Bergkäse. Den reibe ich mir mit so einer großen Reibe hier. Und der macht natürlich die Soße dann so richtig schön käsig nachher. Da kommt so ein bisschen was in die Soße rein und ein bisschen was oben drüber dann. Ne? Und als besonders Schmankerl habe ich hier noch so kleine Stücke Feta. Und den krümel ich jetzt da einfach so mit dazu. Dann schön unterrühren und dann tun wir es noch mal kurz aufkochen. Meine Nudelchen sind auch schon fertig und die tun wir jetzt dann mal abgießen. Hui. Mein Bräter, den fette ich mir jetzt da hier ein bisschen mit Butter, weil da passt es nämlich total super rein, die Portionen da für 6 Leute. Weil so eine große Auflaufform habe ich jetzt gar nicht, ne? Weil normalerweise habe ich immer so für 3 Leute gekocht meistens. Aber wenn mal Besuch kommt, eignet sich der total super. Jetzt tue ich als allererstes einmal die Nudeln da rein. Und jetzt tun wir einfach nur noch alles reinschütten, ne? Unser Fleisch und das Gemüse. Guck, und da ist er schon fast voll, ne? Und jetzt müssen wir das Ganze so ein bisschen vermischen. Das riecht gut, sage ich euch, ne? Kann ich direkt gleich so, also vermischt genug, ne? Und jetzt kommt dann zu guter Letzt unser lecker Söschen mit drauf. Jetzt tue ich das noch ein bisschen da oben verstreichen. Und das sind wir schon fast fertig, Leute. Jetzt sagt man mal nicht, dass das schnell geht. Also, und das ist super Portion, da werden sie alles satt. Und dann noch ein bisschen Bergkäse oben drüber. Ein Timing hier, ne? Der Ofen ist jetzt vorgeheizt. Einmalig. Und dann geht's ab für 30 Minuten in den Ofen. Zack, fertig ist ein lecker Gyros-Auflauf, Leute, mit Nudeln, einfach herrlich und ein bisschen Deko, noch ein Feta drauf, Tzatziki, paar Gürkchen, einmalig hier, ne? Und wir sehen uns bald wieder. Lasst es euch schmecken, Mensch, das riecht aber auch gut.